Wie haben wir uns ein Festival vorzustellen, in dem es um Wind, Kunst und Natur geht? Ungefähr so. Ganz viele besondere, außergewöhnliche Kunstwerke und Attraktionen haben verschiedene Künstlerinnen und Künstler ausgestellt hier in Hofgeismar. Es geht natürlich, wie der Name schon sagt, um Kunstwerke, die mit Wind zu tun haben. Deswegen hier auch schon so ein bisschen die Bewegung, die wir sehen können. Seit 2004 gibt es das Ganze und ins Leben gerufen wurde das von Frau Rita Reinl, selber Künstlerin und Kuratorin. Was ist denn für Sie das Besondere an diesem Festival? Das Besondere ist, dass wirklich Wind, Kunst und Landschaft zusammenkommen und miteinander einzigartige Verbindungen eingehen, die jeden Tag, jede Stunde anders sind. Anders ist auch nochmal ein Stichwort, denn dieses Jahr ist das Motto Change, also Veränderung. Wie sehen wir das denn jetzt zum Beispiel hier an diesem Kunstwerk? Der Kunstwettbewerb ist zum Thema Change ausgeschrieben, der sich mit der Veränderung an sich und dem Klimawandel beschäftigt und beschäftigen sollte. Die Künstler sind ausgewählt. Und diese Künstler, Ulrike Fischer und Thomas Kerstins, haben sich mit dem Sicherheitsaspekt beschäftigt. Wenn man zu sehr an Sicherheit denkt, kann man nicht Veränderungen initiieren. Und dieses Werk heißt Losgelöst. Und das ist eine offene Sicherheitsnadel. Ja, stimmt, eine offene Sicherheitsnadel. Wie viele Attraktionen und Kunstwerke gibt es hier insgesamt? Insgesamt in Hofgeismar und Liebenau sind es circa 45. Wir haben schwankende Zahlen wegen Corona, die sind nie ganz sicher jetzt gerade leider. Aber hier in Hofgeismar am Kramberg kann man 20 verschiedene Installationen von Künstlern aus der ganzen Welt zum Thema Change sehen. Wir sehen hier auch im Hintergrund, was haben wir denn hier zum Beispiel? Was sind das für Teile? Das ist von Geraldo Zamproni aus Brasilien und heißt For Us All. Und er hat diese Textilformen gestaltet als eine sich verändernde, ein veränderndes Objekt, was dann auch mit dem Wind hier reagiert. Sehr, sehr interessant. Jetzt ist das natürlich ein riesengroßes Gelände. Wie viel Zeit sollten wir unbedingt mitbringen, damit wir entspannt alle Kunstwerke uns angucken können? An jedem Standort, Hofgeismar 1,5 Stunden, Liebenau am Diemelufer auch circa 1 Stunde, 1,5 Stunden. Trifft man zum Beispiel auch ein paar Künstler hier? Ein paar Künstler sind noch unterwegs, die immer noch verbessern, verändern. Aber die meisten sind jetzt nach der Eröffnung abgereist und kommen zum Ende wieder. Und es gibt aber auch noch ein paar weitere Attraktionen neben den ganzen Kunstwerken. Genau. Es gibt Arbeiten, wo die Besucher aufgefordert sind, mitzumachen. Am Diemelufer zum Beispiel gibt es einen Laundry-Service. Da kann man seine nasse Wäsche die Woche über bringen und auf die Leine hängen. Am Wochenende, an Sonntagen und ich glaube auch Samstagen wird die Wäsche von den Künstlern aufgehängt und getrocknet, während die Besucher durch die Landschaft gehen. Wahnsinn. Also vielen lieben Dank, Frau Reinl. Wahnsinnig interessant, würde ich sagen. Für mich das interessanteste Festival, auf dem ich wahrscheinlich je gewesen bin. Bis Ende August haben Sie noch die Möglichkeit, dieses Spektakel hier zu sehen und zu entdecken, wie kunstvoll Wind sein kann.